Ende der 1890er Jahre kaufte der Kunstsammler Karl Ernst Osthaus die reich verzierte hölzerne Wand- und Deckenverkleidung eines Wohnhauses in Damaskus im heutigen Syrien. Dort war sie 90 Jahre lang Bestandteil des Empfangszimmers einer wohlhabenden Damaszener-Familie. Osthaus ließ das Zimmer nach seiner Ankunft in Deutschland nicht aufbauen, sondern lagerte es ein. 1930 wurden die noch verpackten 113 Einzelteile des Zimmers von Erben des verstorbenen Mäzens an das Museum für Völkerkunde Dresden geschenkt. Dem Museum fehlte es jedoch an der nötigen Ausstellungsfläche, um das 5,4 Meter hohe Zimmer aufzubauen. Und so wurde es erneut im Depot untergebracht, bis 1997 schließlich damit begonnen wurde, die Einzelteile zu konservieren und zu restaurieren. Aufgrund der intensiven 90-jährigen Nutzung in Damaskus als Empfangszimmer für Gäste sowie der anschließenden beinahe 100-jährigen Aufbewahrung unter zeitweise widrigen Bedingungen war die Oberflächendekoration teils stark angegriffen. Die arabischen Inschriften, Stadtlandschaften, Blumenensembles und geometrischen Ornamente waren mit Staub und an manchen Stellen mit Schimmel und Resten von Zeitungspapier und Farbe bedeckt. Wie gehörten die Einzelteile zusammen? Woraus bestanden die Dekorationen? Wie sollte eine Wiederherstellung aussehen? Umfangreiche Analysen gaben Aufschluss über Materialien und Techniken der Herstellung. Es folgten die Festigung loser Dekorelemente, die Reinigung aller Teile, die Abnahme des Firnis und zuletzt die Retusche. Nach 25 Jahren der Restaurierung war es im September 2021 endlich soweit. Neben den bereits stehenden Wänden konnte nun auch die Decke erstmalig gehangen werden. Zu jedem Zeitpunkt der Restaurierung gab es Gelegenheit, den Fortschritt mitzuerleben. Ob beim Besuch der Schauwerkstatt, als Bestandteil von Sonderausstellungen oder bei Besuchen im Rahmen der Museumsnächte. Die Restauratorinnen luden Besuchende dazu ein, ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, in die bewegte Geschichte des Zimmers einzutauchen, sich auszutauschen, zu verweilen und zu lernen. Nach seiner Restaurierung werden die Bestandteile des Zimmers erstmals vollständig im japanischen Palais in Dresden präsentiert. Das Damaskuszimmer empfängt von nun an wieder Besucherinnen und Besucher zu wechselnden Ausstellungen. Wir freuen uns als Haus, dass wir wieder hier vor Ort kontinuierlich da sind. Dass das Damaskuszimmer und damit auch das Museum für Völkerkunde Dresden seine Türen wieder eröffnet hat. Zwar sind eine Wand und die Decke getrennt vom übrigen Zimmer zu sehen, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass das ganze Zimmer zu sehen ist im japanischen Palais. Außerdem haben wir einen Raum geschaffen, wo auch weitere Objekte aus unserer wunderbaren Sammlung zu sehen sind. Objekte, die ganz viele Geschichten erzählen können. Und diese Geschichten möchten wir nicht nur aus museumsinterner Perspektive erzählen, sondern im Laufe der Zeit viel mehr Menschen einladen, um mit uns diese Geschichten zu erzählen. Sozusagen in der Hinsicht auch die kuratorische Deutungsmacht abzugeben.
Das können unterschiedliche Narrativen sein, aus unterschiedlichen Perspektiven. Wenn man Empfangskultur im Leitbild aufgeschrieben hat, dann möchte man das auch leben. Hier im Damaskuszimmer wollen wir ein musealer Ort sein, der zum Mitmachen anregt. Ein Ort, der zum Verweilen einlädt. Ein Ort, wo man tatsächlich sich einschreiben kann, um damit eine vielleicht andere Art von Museum zu erproben. Ein gastfreundlicher Ort möchte dieses Museum sein. Herzlich willkommen.